Yo Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir sind mittlerweile in Elysium angekommen, haben Amalthus den Gar ausgemacht, beziehungsweise Jin war es letztendlich, der sich geopfert hat. Wir haben schon gesehen, dass Malus mit dem Architekten gesprochen hat und im Prinzip sind wir jetzt auch gerade auf dem Weg. Man sieht, dass Elysium nicht so schön grün und saftig ist, wie wir es eigentlich kennen, sondern genauer genommen ziemlich zerstört, verrottet und ausgedorrt. Ich habe zwischen den Parts nochmal zwei Dinge gemacht. Einmal den letzten Skill auf Stufe 5 von Pyra gebracht, indem ich hier irgendwie so ein paar Vogel im Weltenbaum besiegt habe, die an einer Stelle rumflogen. An dem Ding, wo wir Richtung Indol quasi gepfeffert wurden von Poppy. Da flogen so 2, 3 Vögelchen rum, die habe ich 2, 3 Mal umgehauen, damit wir das Ding hier freigeschaltet. Und ich habe bei Rex nochmal einen Punkt investiert, den wir investieren konnten, weil ich genug Talentpunkte hier hatte. Und zwar einfach nichts Weltbewegendes. Die Dauer von umgeworfen ist um 15% erhöht. Der andere interessante Skill wäre gewesen. Die B-Knopftechnik ist zu Beginn des Kampfes einsatzbereit. Schien mir aber nicht so oberwichtig zu sein, weil wir haben 2 Techniken, die sofort einsatzbereit sind, bis wir mal 3 Auto-Attacks durch haben und diese Driver-Arts eingesetzt haben, ist die dritte auch fertig. Deswegen habe ich erstmal die Verlängerung von Umwerfen genommen, wobei das auch nicht so kriegsentscheidend ist. Ich arbeite ja nicht wirklich mit einer kompletten Kombo mit Umwerfen, also schwanken, umwerfen, hochsteuern, runterhauen, weil ich ja nicht die passenden Blades für habe. Von daher war beides nicht so kriegsentscheidend. Ich habe mich jetzt erstmal fürs längere Umwerfen entschieden. Ich vermute mal, fast zu den anderen Dingern wird es nicht mehr kommen. Auf den anderen Meistern habe ich jetzt nichts weiter skillen können, weil die erst so 3.500 Punkte wieder angesammelt hatten, um den Driver-Tree da quasi zu skillen. Von daher fühle ich mich gut bereit für, oder gut gewappnet für was auch immer hier jetzt kommen mag. Genau, die Kirchenglocke bimmelt und wir wollen mal feststellen. Also die bimmelt genauso wie ja, bei den Besuchen, die wir schon in Elysium hinter uns gebracht haben, wo wir Pyra besucht haben oder Adam, wo alles noch grün war, da hat ja auch die Glocke gebimmelt im Hintergrund. Und was oder wer auch immer sie bimmelt, scheint es immer noch zu tun. Oder es war irgendwie eine Spiegelung in den Traum, in die reale Welt, was auch immer, ich weiß es nicht. Oha. Die Glocken sind verstummt und die Tür dieser alten Kirche öffnet sich für uns. We probably should. Hat so ein bisschen Western-Atmosphäre hier. Welcome home, my children. Who's there? Father? What? You don't mean? Der Architekt. Architekt is here, but where? I am always here. Come to me. Oha, noch eine geheime Treppe unter dem Kirchenaltar, oder was? Please look! Over there. Eine Hightech-Treppe unter den Holzdielen. It seems to lead to a lower level. Guess we have to. Ja, ich vermute es auch, wenn wir noch irgendwelche Antworten haben wollen, dass wir da runter müssen. Mir ist übrigens nochmal ein witziges Detail aufgefallen, als ich hier rumgereist bin für Pyras Harmoniering-Erfolg, dass wir in der inneren Orbitalstation sind. Also Elysium ist gar nicht im Weltenbaum, sondern es sah ja auch aus wie die Orbitalstation, ne? Aus dieser einen Sequenz da. Sondern wir sind innere Orbitalstation 1. Es gibt auch noch innere Orbitalstation 2. Auf jeden Fall sind wir jetzt hoch über dem Weltenbaum in der Orbitalstation. Ja, mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Ist das eine Orgel? Sieht aber nicht so aus, als würde da noch ein Ton rauskommen. Genau, und dann sind wir schon in Ansätzen Zeuge geworden, wie dieses Universum und das von Xenoblade 1 entstanden ist beim letzten Mal. Aber wie gesagt, ich meine, das geht auch noch weiter. Aber wir werden sehen. Okay, hier geht es auf jeden Fall noch ziemlich weit rein. Ich finde mit diesen Rolltreppen hier, das hat so ein bisschen Kaufhaus-Atmosphäre, ne? Zwar ein Hightech-Kaufhaus, aber für mich ist Rolltreppe gleich Kaufhaus. Vielleicht auch noch gleich Kino.
The building's holding up well inside. Quality of structural materials much better than in city outside. This made of same Auch die Rolltreppen funktionieren noch wie ein Wunder. itself. Same as the World Tree. Huh? Hey, where is everyone? Pyra! Gramps! Sind sie alle weg, oder was? Wie lustig. Pyra! Gerade mal wieder am Reden. Alle weg. Ist auch geil, dass wir hier auf der Orbitalstation sind, aber da so eine ausgetrocknete Westernstadt draufsteht und Elysium drin ist irgendwie. Naja, mal gucken. Ich habe den Eindruck, wir treten jetzt an den Architekten ran. Oder auch nicht. Jetzt sind wir schon wieder sonst wo. Moradane oder was? What is that? The Ardanian Imperial Army? Ja, auch das Konstrukt da im Hintergrund sieht mir aus wie Moradane. Ancient. Like it's come from the past. Was erwartet uns hier noch, Leute? Wir liegen inmitten von Totenschädeln. Jetzt sind wir in Torigot. Besuchen wir jetzt jeden Titan nochmal, oder wie? Nia Dromarch! I'm so glad you... Why, Rex? Huh? Why? Was will sie? You told us Elysium was real. My lady and I traveled all this way at your behest. Master Rex, did you intentionally deceive us? I trusted you, you know. I came here because I trusted you. Was wollen die von uns, Leute? Nia Dromarch, what are you talking about? How do you explain this? You've got it wrong. I told you. I promised Pyra to... Pyra. Oh, right. Pyra. 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 Is that it? You've only got eyes for her. Get your head out of your ass. Nia, you're being weird. What is going on? Das frage ich mich auch. My lady has given up everything for you. Ja, wir doch für sie auch. Realize nothing. Even now you cannot see. I've been here all along. Why won't you realize? Look! Just look at me, Rex! Jetzt müssen wir noch gegen sie kämpfen. Das ist ja wohl auch nicht Nia selbst. Ja, die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Das... Our foes are preparing an Let's show the thing elemental what's attack. right. Es ist ja wohl eher irgendeine Art Bild von ihr oder was. Irgendwas, was der Architekt uns hier hingestellt hat, oder? Wie sehe ich das? My thoughts exactly. This way. I'll stick it full of holes. Gotcha. There is no Elysium. There never Stronghold. was. Yeah. Was ist mit meiner Gruppe passiert? Ach, scheiße. Rock habe ich tatsächlich noch ausgerüstet, weil ich ihn ausgerüstet hatte, um den Harmoniering-Erfolg von Pyra freizuschalten, weil ich den Wind-Skill da brauchte. Aber Pyra ist anscheinend weg und wurde durch Cora ersetzt. Warum gerade Cora? Butterfly blade. I missed. Naja, immerhin ist Feels like it's burning. I love it. Praxis auf Platz 1 bei den Klingen. Stop us now. Pyra. Sie heilt sich nochmal. Why did you take more notice of me? Oh, tut mir leid, I could still. Nia. Ich wollte das nicht. Aber du hast angefangen. I'm sorry. Answer me, Rex. Why did you lie to us? Wir haben niemanden angelogen. Betray our trust. Ja, lauf mal lieber. Wo kommen wir jetzt aus? Tantal? Uraya? Lefteria?
Ich bin gespannt. Mórag mal wieder. Why would Nia and Dromarch? You really are a fool. Ich fürchte, mit Mórag führen wir jetzt eine ähnliche Diskussion. Mórag Brighid? Komm, wir können auch direkt zum Kampf übergehen. Mórag. You're so thoughtless. Mórag! Here you are, wasting time. And all the while my countrymen are... Do you have any idea what you've done? What are you... You just run ahead, without a thought for anyone else, and this is the result! Als wenn wir jetzt hier an allem Elend dieser Welt schuld wären. Okay, jetzt kam ich zum Kampf, wir sind einfach runtergestürzt. Vielleicht kämpfen wir auch hier unten noch, wer weiß es schon. I couldn't save anyone. If only we hadn't come here. I could have saved my people. I could have saved Niall. If only it weren't for you. Okay, sie will doch noch kämpfen. Ich dachte es mir doch schon fast. I didn't mean to... I hope you're happy now. You've dragged us to some empty ruins. I hope that was worth everything we sacrificed. Das ist doch nur noch mal eine letzte Probe für uns, oder? Ob wir wirklich der Aegis würdig sind oder sowas. Show him a thing or three. Ow! No way! Heavy hitter! You're wild! To water. Go You for can it! count on You me. Disappoint me. Aber ich denke... Oh, aber Mórag hat uns auch schon gut zugesetzt. Sure. And you call yourself driver of the Aegis? Kann die uns ummoschen? Im Moment unterliegen sie hier, glaube ich. Nah, I How can long do you keep going. intend to continue this farce? Wir sind jetzt gleich hinüber. Break 'em! Niall, my people, Out of juice! this is all your fault. Und sie beschimpft uns immer noch im Tod. This is all your fault. Was stimmt denn mit der nicht? It's fine, we'll get him yet. I wasn't slacking off, but still. This won't happen again. Okay, ich muss es tatsächlich, glaube ich, nochmal machen. Vielleicht. Erstmal. So, Pyra ist offensichtlich nicht mehr da, weil wir ganz alleine sind. Ach, ich hätte gedacht, It sounds fun. Ich nehme vielleicht Nia als Heiler mit, ne? Aber das geht ja auch nicht mehr. Auf diese Situation bin ich ja null vorbereitet. Muss ich jetzt gleich... Die sind alle noch unterwegs. Ja, vielleicht lasse ich sie auch mal drin. Vielleicht nutze ich sie mal zwischenzeitlich, um mich zu heilen. Aber... Sie hat ja nichts ausgestattet, ne? Wo ist denn Heilung? Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Trefferrate, Blockrate, Ausweichen, spezielle Heilung, Resistenzen, senkt Wut, Kombos. Na toll. Hier kann ich gar nichts Tolles reinmachen zum Heilen. Lassen wir es mal so, wie es ist. Beziehungsweise, was ich noch gucken könnte... Wo sieht man es denn nochmal? Ach, hier sehe ich es, ne? Welche Skills sie nutzt. Und die konnte ich auch mal leveln. Wenn ich Erfahrungspunkte mit dieser Waffe habe, was ich wahrscheinlich auch nicht habe. Ey, was ist das für ein Schwachsinn? Alle Stufe 1. Wie viele Punkte hat die Waffe? 959. Schadengrundwert wird erhöht. Treffer lässt KP-Kapsel entstehen. Boah. Das ist quasi die einzige Möglichkeit, mich dann zu heilen. Sie ist doch eine Heilerblade. Warum kann sie nicht mehr als das? Mal gucken, ob wir es damit irgendwie in den Griff kriegen, ob das irgendwie ausreicht oder ob ich mir noch irgendwas einfallen lassen muss.
weiß nicht, ob Wulfric das eventuell besser macht. Wulfric scheint mir irgendwie ein bisschen mehr rauszuhauen als Praxis, aber ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, weil es ist auch nur Einbildung, weil er so eine heftige Statur hat. So, wir schauen uns das jetzt noch einmal zusammen an, wenn das irgendwie nicht klappt. Kommt das denn jetzt nochmal oder nicht? Da war gar kein Wegpunkt mehr auf der Karte. Es geht wenigstens direkt mit Mórag weiter. Ja, sie weicht auch noch schön aus. Boah, sie weicht die ganze Zeit aus, ey. Ist das zum Brechen? Please consider healing. I really recommend you do. Ernsthaft? Boah, bei sowas kotze ich ja, ne? Wenn so komische Spezialsituationen am Ende kommen. It's fine, we'll get him yet. Do not give up. Ey, wenn ich wenigstens Pyra hätte, ja? Gleichzeitig somit die stärkste Blade und die auch einen vernünftigen Heilskill hat und sowas. Oder ich muss mal nach einer Healblade gucken, die gleiche Waffe wie Pyra einsetzt. Weil da wäre es wenigstens ein bisschen geskillt. Aber wir starten jetzt noch mit ihr in den Kampf und gehen jetzt auf volle Heilung. Aber ich vermute mal, es geht relativ schnell, ne? Dieser ganze Kampf, bis ich tot bin. Ob das so schnell geht mit dem Gegenheilen? Und ob ich überhaupt relevant viel Schaden rauskriege mit ihr. So, zack. Das smasht auf jeden Fall so. Sie weicht nur aus. Ich mache auf jeden Fall 0 Schaden. My thoughts exactly. Nope. Blind spot. And you call yourself driver? Nee, ist halt auch bei weitem nicht genug. You in trouble? Whoa, is it really my turn? How long Yeah, do you I'll do intend to continue this farce of a Auch das heilt mich nicht mit. You disappoint me. I had high hopes for you. I'm living my best life. Now I'll show you. Leute, das ist doch alles scheiße. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten hinkriege. Was soll so ein Dreck zum Schluss? Echt? Jo, ich habe jetzt mal auf Self-Heal gesetzt. Mal gucken, ob das ausreicht, um mich am Leben zu halten. Vor allem Anschlüsse und keine Ahnung was soll mich heilen. Ich glaube, es sieht sogar ganz gut aus. So, ich glaube, Auto-Attacks heilen mich, glaube ich. Driver-Art. Oder können mich heilen. Und ich habe mich auch gerade relativ weit hochgeheilt, wie man gesehen hat. Weil ihre Ausweichrate, ja, die fuckt mich so ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja, mach das mal hier. Auch das hat uns gut geheilt. Okay, mit ein bisschen Selfie ist es dann doch relativ easy, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank muss ich mich hier nicht noch richtig abbrechen mit irgendwelchen ganz weirden Kombos oder so. Naja, schauen wir gleich mal. Please, stop this. What's the use in fighting amongst ourselves now? What's the use? For vengeance. What more reason do Unsere I letzte need? Prüfung, ob wir würdig sind, ich sage euch. That's right. We must take our vengeance. For the thousands of lives you have stolen. I killed. No, wait, I didn't. I'll have your life for an apology, Rex! Auch hier rennen wir wieder weg. There, how dare you run? Wohin What diesmal? is this place? What's wrong with everyone? Pyra, Mythra, Gramps, where are you? Where are you guys? Jetzt sind wir auf Uraya, oder?
Diese Kampfarena, wo Vandam gestorben? Nee, doch nicht. Wir sind am Weltenbaum. Tora! Poppy, Zeke and Pandoria. Don't tell me you're all... You having fun, chum? Chum? Playing the hero like the kid you are, stringing us adults along. That's not... Rex is bad friend. Why Rex become driver when Tora cannot become driver? Tora tries so hard, and for what? It's useless! Master Pawn is right. Rex just have a little luck and become driver of Aegis? Poppy never asked to be born as imitation. Poppy want to be real too. Not fair! Not fair. I bet it felt real good, didn't it? Getting special treatment from everyone, getting chosen by the Aegis. Who decided you should have all that power? How about you hand it over to the prince right now? Ich muss jetzt nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen, oder? Stop it already! I did nothing wrong to any of you. So you haven't worked that out either. In your hurry to get here, you never stopped to consider all the things you left lying in your wake. Ich glaube, das haben wir sehr wohl alles überdacht und auch sehr oft drüber gesprochen. Und glaube ich auch keinen gezwungen, hier mitzukommen. Muss ich gegen beide kämpfen? Alleine? Er ist vom Level her über mir. Aber ich hoffe, die Selbstheilung hält mich hier irgendwie am Leben. Es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Musik ist schon halb tot. So, dann kriegt Tora mal den Steinschlag ab. Ich bin zuversichtlich, wenn wir einen besiegt haben, dass der zweite jetzt erst recht kein Stress mehr ist. Er blockt wahrscheinlich nur wieder ein bisschen viel und weicht ein bisschen viel aus. Gut, dass ich die beiden nie richtig ausgerüstet habe. Aber ich wollte gerade sagen, ich behalte jetzt erstmal dieses Wulfric und Rex Setup bei, solange wir hier alleine gegen irgendwelche Leute kämpfen müssen. Da scheint mir Heilung doch gerade wichtiger zu sein als der maximale Damage Output. Ja, ich würde gern mal ein bisschen Auto-Attack durchführen. Aber es geht nur bedingt. Ja. Wir machen zwar mit jeder Auto-Attack ein bisschen Heilung. So. Aber ich wollte gerade sagen, der Mega-Schaden kommt da nicht rüber. Haben wir jetzt alle? Nia. Doch, Nia war am Anfang. Ich glaube, jetzt haben wir gegen alle einmal gekämpft. Tora! Poppy! No, I never wanted this. Zeke! Pandoria! Was macht er da? What are you doing, Rex? Gramps? Wir sind wieder auf Gramps. Wie am Anfang, als Gramps noch groß war. Gramps. This place. Wow. Wieder ein Moment absoluter Erhabenheit. What is the point? Huh, Gramps? What is the point of us, really? We are born as blades, then return to our slumber, again and again, over countless years, until we become titans, to wander this world for countless more. And at the end of it all, we sink into nothingness. Ja, so ist das mit Leben und Tod, ne? Ever thought about it? Die großen Fragen der Menschheit. For close to an eternity, with no clear purpose or goal? That's
Must be nice to be human. Living for a limited time, thinking limited thoughts. It must be so much easier. Glaub nicht. I envy your kind. Just think, Rex, would you? What would you do if you were me? Would you be happy to drift around the ocean with a human on your back? Is that all I am to be? I don't know how I'm supposed to answer that. Why are you asking me? You're being strange. Everyone's acting so strange. Ja, allerdings. Sogar Gramps fällt uns hier in den Rücken. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Aber gegen Gramps können wir nicht kämpfen, immerhin. Okay, sieht wieder normal aus, Gott sei Dank. Wo sind wir? Torigott. Nee. Lefteria. Ronset. Zu Hause quasi. Welcome back. You're late, Rex. Where did you wander off to? Pyra Mythra. Come on, let's go ahead and eat. I've cooked up a whole bunch of your favorites. I hope you've got room. Vor allem rennen sie hier beide gleichzeitig rum, fällt mir jetzt erst auf. Das kann auch nicht echt sein, oder? Well, erstmal ein Süppchen. Which kind of bread do you want? Oh, maybe this and this. There you go. Thanks. Hey, do you want some wine? Oops, you're too young. Silly me. Mythra, has something happened? What do you mean? It's just, you're a lot nicer than normal. Stop it. I'm always nice to you, aren't I? If you say so. Hey, Rex, come on. How can you sit down to eat without washing your hands first? That's a faux pas. Go wash your hands right now. Sorry. You're acting almost like Mythra today, Pyra. Ja. Did you Ganz normal ist das hier immer noch nicht. Yeah. They're clean. Great. Okay then, let's eat. Thanks for the food. It looks really good. Tastes even better. Of course it does. After all, I made it myself. Maybe I'll try my hand next time. Mythra, no. You know how that always ends. But carbon's good for you. Anyway, I want to do something nice for Rex too. No cooking. Who's gonna save the world if Rex gets the runs? You're so mean. It was only that one time. It's okay, you two. I don't care who cooks. I'm just happy we're... I'm happy we... Rex. It's so strange. I don't even know what I'm doing here anymore. Everyone's all wrong. They all said I... But now you two... Did I go wrong somewhere?
I think that's enough. Please, Father. Was? So, Vorhang wieder auf, bitte. Die Realität geht jetzt weiter. You guys. Rex. Why are we all here? I thought I was... I merely wished to examine the shapes of your hearts. That voice. You're... My name is Klaus, the Architekt of this world. Der Wissenschaftler von der Raumstation. I have watched over you all this time. I have seen your thoughts, your desires, the things you have achieved. So you did that, just now? Yes, those were not your present forms, but alternate possibilities. Your other selves that lie within. That is what I wanted to see. Our other selves? You mean we're all thinking stuff like that, deep down? Was that how we really feel? Then you saw it too. Looks like we were all shown the same kind of stuff. It creeped me out. What are you trying to prove? Those were the fears you harbor. I don't get it at all. What was your purpose in showing us this? Those were not pleasant visions. Ja, wenn es unsere Ängste waren, waren die natürlich nicht angenehm. My only purpose was to find out how mankind has changed and where it is headed. And were you disappointed? No. As you stand before me right now, that is who you are. That is enough. Gott sei Dank hat er sich die richtigen Menschen angeguckt. Pyra. Is this really Elysium? Are you really? I will show you everything. Memories. Mine and those of this planet. This world was once the stage of a struggle for survival that dwarfed this current predicament. The world was an unseemly place, though glimpses of beauty persisted. What should people live for? Who should they live for? They live for themselves, to harbor desires and struggle to realize them. That is the natural state of man. But I did not think that was good enough. I lost hope for mankind. I searched tirelessly for an outside solution. And one day I found it, the conduit. Why it chose to appear before us, I do not know. However, its existence presented a new possibility. Possibility? Our world was not the only one. Endless universes coexist, side by side, yet all completely unaware of one another. The conduit was our link to these foreign worlds. And I opened that forbidden gateway
praying that it would change the world. You have seen the plane called Moritha, have you not? Mm-hmm. That is what remains of my world. Okay. When I opened the conduit, many people and many things disappeared into distant dimensions. All that remained here were the ruins of Moritha and half of my body. Your body? Half of me lives on in some other Hat man bis jetzt nur diese Hälfte von ihm gesehen? but not for much longer. What do you mean? The moment of my other self's demise draws near. Father, you... I was a fool. Because of my foolishness, I lost everything. Left here, alone and broken, I longed for oblivion, but even that eluded me. This is my punishment. Retribution from on high, for the sin I have committed. On high? There was only one thing I could do. I had to atone for my sin. I swore to restore this world. Oder ist das hier dann seine Welt? I created was a special particulate substance with the ability to restore deteriorated matter. You all know it as the Cloud Sea. The Cloud Sea can disassemble matter it comes in contact with and rebuild it in the image of all the things that once made up this world. This way, little by little, I could rebuild the world I had brought to ruin. Next, I began to recreate life. I gathered miniature Er spielt schon so ein bisschen Gott, oder? all this planet's former life forms. And I scattered them across the Cloud Sea. These are the core crystals. The crystals bonded with the Cloud Sea's particulate reconstructors and formed the nuclei of new life. Those nuclei developed into minute life forms, the Titans, who would, over time, grow larger and larger. Finally, the Titans gave birth to complex organisms based on the data in their core crystals. This newly birthed life, over untold millennia, evolved into a new breed of mankind. So that's how we came to live in this world. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, aber wie hilft uns das jetzt weiter? I did not trust this world, born as it had been. What if it were to repeat our mistakes? What if someone like me appeared? To stave off these doubts, I implemented one final measure. Malos und Pyra. And so the blades were born. Ontos, Logos, and Pneuma. The three cores of the Trinity processor formed their cornerstone. However, Ontos triggered a space-time transition event and disappeared forever. I was left with the other two, Logos and Pneuma, entrusting them with managing the blades. Malos and Pyra. Those are the names that you now know them under. So... I am... Pneuma.
Pneuma, nicht Pneuma, okay. Managing? The core crystals at the heart of each blade are tasked with relaying all kinds of information to Logos and Pneuma about the selection pressures of the outside world and the biological status of their bonded human, but also the experiences and emotions they share. As the data continually accrues, new evolutionary code is sent back to the core crystals. And this code is used to create new, further evolved blades. These blades too become Titans in time. Ja, gut, der Kreislauf des Lebens and halt. Create new generations of life forms. This was the new circle of life I had created. A grand scheme. It boggles the mind a tad. So, we're all born from this endless cycle of life. To replace the victims of the previous world. That's right. But there were also a handful of survivors. I believe you saw them when you were in Moritha. The unfortunate ones who clung to life. Ah. You mean those monsters? Were they originally people? Core crystals were first conceived as a replacement for human brain cells. A product of mankind's age-old quest for immortality. And that's what became of them. How awful. But that technology became the starting point for the creation of blades and titans. So, in one sense, their sacrifice was not in vain, though not all may see it as such. So tell us, in the end, did we develop as you had hoped? What do you think? I couldn't possibly. Hat er nicht vorhin schon Ja zugesagt? Well, those phantasms which you all experienced earlier. Those are feelings that lurk in all of your hearts. As well as that man, Amaltheus. When a person loses something, they cannot help but seek a reason why. Within themselves, or in others. They seek a concrete answer to the question of who they really are deep inside. Such a very lonely existence. But perhaps that is what it is to be human. All this data passed through me, and I knew. All of you. You were not in any way different from us before. That's why I did not intervene. 500 years ago, when the man finally arrived here, I did nothing when he took away Logos and Pneuma. I stood and watched as Logos, instantiated into blade form, set out to purge the world. You don't make sense. Didn't you go to all that trouble to rebuild it? Then why would you... It is fate. Fate? It is fated to happen. It cannot but happen. My atonement was doomed from the start. That can't be. I had made my peace with it. Once more, I longed for nothing more than to disappear. However, something has now changed. And that is you, Rex.
You and Pneuma. Me and Pyra Mythra. You reforged your bond in a way I had not thought possible. And the life you share. Moreover, the conduit, which fell into a stubborn silence after the world's end, has begun stirring once more. Rex, the power you and Pneuma exercise is the conduit's power. Okay, wir können zwischen den Welten reisen, oder was? And it is a power we can know nothing about. But with its help, the world may be about to change. Man munkelt übrigens, dass die dritte Idis in Xenoblade 1 aufgetaucht ist. It is Logos. Malos, trying to destroy this world. Okay, er hat immer noch nicht aufgegeben. What? Remember, at heart he is but an information processing unit. Neither good nor evil. He is driven by a certain impulse. The despair that the man named Amalthus felt. I see. So it was right. What I felt back then, I mean. Rex. Rex, what is it you desire? What else? To stop Malos. And if you succeed? I'll punch him in his stupid face, and then... probably get a drink with him or something. That's the 6th rule of the Salvager's Code. First have a punch out, then drink to forget. Once you've forgotten, the friendship's all set. Ja, okay. Das kann man so handeln. Old enough to drink yet, though. Ja, es ist ja auch nur ein kleiner Streit mit Malos. Also Erde vernichten oder Alrest vernichten. Da kann man sich auch wieder vertragen und einen saufen danach. What is it? I want to apologize for having burdened you with all this. Don't worry. We're actually grateful. Thanks to you, Father, we got to meet Rex. And everyone else. Those are cherished memories. Okay, die Zerstörung von Alrest ist also Schicksal gewesen. Egal, ob es von alleine weiter vorangesiegt wäre. Transferred all of Elysium's data and authorizations to you. Make me proud. Okay. Oder ob Modos das Ganze beschleunigt hätte. Yes. I will disappear soon. When I do, the conduit will likely disappear from this world. You will not be able to use your power forever. I understand. We'll make do somehow. I'm counting on you. Aber er scheint Vertrauen in sie zu haben, dass das hier alles noch richtig läuft. Ja, genau. Und also Rex und Pyra scheinen jetzt einen Unterschied zu machen, der dieses Schicksal aufhalten kann. Weil wir so dufte Typen sind. Then, our answers match. Thank you for giving us all life. Okay, und wir sollen jetzt Malos aufhalten. Perhaps I will be able to face you again. Galea. Puh, das war jetzt
Nochmal ein langer Monolog, beziehungsweise lange Erklärung. If he is here, I know where he must have gone. Where is it? Tell us. The greatest of all artifices. The artifice that exists solely to destroy the world. Ja, das klingt nach dem Ort, wo Malos hin will. Aion. Aion? So that's what Malos meant. Okay, ich vermute mal, das wird der Endboss sein. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Nein, nein, nicht der hier bitte. Lieber der. Der Raum des Architekten, ein Reisepunkt. Und der Architekt ist sogar noch da. In dem sprechen wir aber beim nächsten Mal. Keine Schatztruhe hier oder sowas. Ich bin enttäuscht. Was ich noch sagen wollte, er hat ja davon gesprochen, ja, dass es im Prinzip 3 Aegisse gibt. Einer hier ist falsch. Teelos. Teelos. Und stattdessen, ach, Wolfric. Sounds fun. So. Hier sieht gut aus. Und hier sieht gut aus. Genau, dass es im Prinzip 3 Aegisse gab, aber eine irgendwie durch einen Raumzeitkontinuum Durchbruch irgendwo anders hingesteuert wurde. Und überraschenderweise, da ja diese beiden Universen quasi im gleichen Knall entstanden sind, sagt man, dass, ich komme auf den Namen nicht mehr, der Seher in Xenoblade 1 das sein soll. Und ich meine, sie haben in dem Remaster auf der Switch auch seinen Anhänger, der glaube ich irgendwie vorher ein Schlüssel war oder so, durch einen Kernkristall ersetzt. Also das war dann wurde es doch auch quasi bestätigt in dem Sinne. Es ist auch noch so eine coole Gemeinsamkeit zwischen den beiden Spielen irgendwie. Und ich meine, da wäre noch eine Geschichte, aber das verwahre ich mir nochmal für den Moment, wenn es wirklich passiert. Ich würde sagen, auf dem Weg zum Malos machen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Das war auf jeden Fall eine sehr erhellende Folge, was ja die ganze Welt und die Zerstörung hier anging und ja, was Klaus von der ganzen Sache hält. Wie es weitergeht mit Malos und seinem Instrument, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben hier und eventuell sogar noch ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.